Wenn man eine Familienachterbahn in groß baut, mit besonderen Elementen, großen Showparts und das Ganze wirklich richtig gut geworden ist, ist es ziemlich verwunderlich, dass es das nur zweimal gibt. Aber dabei haben wir hier den Drachenkönig. Welche Achterbahn, was sie kann und warum die so cool ist, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Einzelreview meinerseits, und heute reden wir über Dragekongen, und das ist die größte und schnellste Hängeachterbahn in ganz Dänemark. Und damit ist es fast ja auch schon offensichtlich, wo wir sind. Für Dragekongen sind wir nämlich im Djurs Sommerland, einer der coolsten Parks, einer der schönsten Parks weltweit, und der beheimatet viele sehr gute Achterbahnen, unter anderem Dragekongen, und diese Bahn war jetzt für uns bei unserem letzten Besuch dieses Jahr eine neue Achterbahn, und das allein ist Grund genug, dass wir mal über diese Achterbahn sprechen. Von Intamin Amusement Rides gebaut, ein Suspended Family Coaster, und davon hat Intamin insgesamt nur 2 Stück gebaut. 2017 diese Anlage hier im Djurs Sommerland und 2018 in der Warner Bros. World Abu Dhabi mit Fast and Furious. Die haben wir uns auch schon mal angeguckt. Ich verlinke hier ein Review, wenn eins vorhanden ist, und da ich euch das zumuten möchte, weil das schon ein bisschen älter ist. Letztere Bahn ist übrigens eine etwas kleinere Version, die komplett indoor ist und auch nicht so viele Besonderheiten hat und nicht so groß und spektakulär ist wie Dragekongen, die Bahn, über die wir in diesem Video sprechen. Suspended Inverted Coaster sind nicht so krass viele vertreten bei Intamin Amusement Rides, aber an sich grundsätzlich können die das Ganze. By the way, wenn ihr übrigens zu den Leuten gehören wollt, die sich nicht nur schlauerweise für einen Suspended Coaster entscheiden, sondern auch sich besser kleiden als alle anderen, gibt es bei uns im Shop ridereview-shop.de neue T-Shirts mit unter anderem Städtenamen in 3 verschiedenen Farben. Es gibt aber auch Shirts einfach nur mit dem Logo auf der Brust in 3 verschiedenen Farben und vieles andere auch. Checkt das gerne mal aus, oder ihr könnt da unser bald erscheinendes erstes eigenes Buch, die Australia Amusement Tour, ein Achterbahn-Roadtrip durch den roten Kontinent, vorbestellen. Das kommt dann Anfang Dezember. Checkt das gerne mal aus, supportet das Ganze hier. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und da T-Shirts ja immer alle ein bisschen anders geschnitten sind, checkt auf jeden Fall die Größentabelle aus. Dragekongen zum Beispiel ist 30 Meter hoch, und die sorgen dann dafür, dass 85 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht werden. 85 km/h ist bei Intamin zusammen mit dem Djurs Sommerland die absolute Standardgeschwindigkeit. Werden wir in Zukunft noch mal in einem anderen Video darüber sprechen, wo es da um alle Achterbahnen von Djurs Sommerland gehen wird. Wenn ihr treue Abonnenten seid, wisst ihr, dass sowas noch kommt. Wenn nicht, abonniert ihr jetzt den Kanal, das kostet euch nichts, bringt mich aber ungemein weiter. Weiter als 825 Meter auf jeden Fall, denn die fahren wir hier quasi ja nur im Kreis und immer wieder von vorne bei Dragekongen. Es gibt Lounge und einen Lift, darüber reden wir gleich dann, wenn es um die Fahrt geht. 2 Züge mit 2 Personen nebeneinander in 7 Reihen hintereinander machen 14 Personen pro Zug, die dann theoretisch bei 2 Zügen bis zu 750 Personen pro Stunde abfertigen können. Es gibt ein Over-the-Shoulder-Lap-Bar mit einem Gurt, der dann in den Bügel vorne mit reinkommt. Eigentlich der normale Intamin-Sitz, wie man ihn kennt, mit dem normalen Intamin-Bügel, wie man ihn kennt. Bedeutet aber auch, dass es jetzt keine Special Big Boy Seats gibt. Für diese ganze Anlage, die ziemlich groß ist, musste Djurs Sommerland übrigens 12 Millionen Euro investieren. Aber es ist nicht nur die Achterbahn, die von Intamin geliefert wurde. Von der Firma RCS wurde diese Achterbahn aufgebaut. Konzept, wie das Ganze alles aussehen soll, und für die Thematisierung kommt von der Leisure Expert Group, und MK Themed Attractions aus Dänemark haben die ganze Gestaltung dann auch umgesetzt. Und auch noch wichtig, gefühlt gibt es so das Image von Hängerachterbahnen, dass die immer über Kopf gehen. Habe ich so irgendwie beim Normalo-Parkbesucher das Gefühl, dass man das eher denkt. Und bei Dragekongen gibt es keine Inversionen, es geht nicht über Kopf. Das Ganze ist halt eine Familienachterbahn. Das Thema ist quasi Wild Asia, beziehungsweise ist Wild Asia ein neuer Themenbereich im Djurs Sommerland. Also für uns ein neuer Themenbereich, nicht der neueste Themenbereich. Und das Ganze halt ein asiatischer Dschungel mit einem alten Dorf und einem uralten, legendären Tempel. Das Areal, was man dafür quasi erschlossen hat, beinhaltet auch einen etwas älteren Lokflume, der jetzt mit in die Story und mit in das Thema eingebettet wurde. Außerdem gibt es noch von Zamperla einen Flying Bus, so ein kleines Kinderfahrgeschäft quasi, und eine kleine Familien-Kinder-Achterbahn mit der Jungle Rally von Zira mit einem richtig schönen Zug und einer schönen Einbettung,
passend mit gegenüber zum Safari-Bussen. Und ein bisschen abseits gehört aber auch zu diesem ganzen Thema ist noch Tigeren, ein Intamin Giro Swing. Holla die Waldfee. Es ist nicht nur der größte Giro Swing in ganz Dänemark, sondern das Ding ist auch noch mal größer als Loki im Liseberg. Und ich bin wirklich kein großer Freund von Flatrides und dieses Drehen kann ich einfach nicht wirklich gut vertragen, aber das ist hier echt stark und ausgewogen und es hat einfach so einen Impact und das Ding tritt dir in den Hintern, die Fahrt startet und du hast super viel krasse, lange Airtime, hast aber ordentliche Gs, also das ist wirklich ein Ride, checkt das mal aus, fahrt das auf jeden Fall. Ich verstehe noch nicht, warum kein deutscher Park so ein Ride sich bis jetzt irgendwie hingestellt hat, weil die Dinger wirklich unfassbar gut sind. Aber zurück zum Drachenkönig, den wir quasi aus seinem 1000-jährigen Schlaf wecken und mit einem Ruck rast das Ungetüm brüllend durch diese alte Tempelanlage. Und das ist halt ganz cool gemacht. Die Station befindet sich nämlich in diesem Tempel und aus der Station raus geht es dann schlagartig los. In der Station vielleicht auch noch ganz interessant, also bei dem Start ist es natürlich mit Sound- und Lichteffekten wird da gearbeitet, ein paar Strobes und ja, das ist schon ziemlich cool und stimmungsvoll gemacht. Da das alles aber ein bisschen düsterer ist, sieht man eventuell ja nicht den gelben Strich auf dem Boden, wo man nicht drüber schreiten darf, wenn man an den Einteilungstürchen steht. Und die leuchten und blinken hier im Djurs Sommerland bei der Bahn. Das habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. By the way, könnt ihr euch auch separat für die erste Reihe anstellen, was bei so Suspended Coastern ganz interessant sein könnte, um mehr und besser zu sehen und vielleicht eine bessere Fahrexperience zu haben. Wir haben aus Zeitgründen, Fülle des Parks und diversen anderen Dingen uns dafür entschieden, die Bahn nur in der ersten Reihe zu fahren. Wenn ihr die Bahn fahren wollt, müsst ihr übrigens mindestens 120 cm groß sein, bis 1,30 Meter in Begleitung eines Erwachsenen sein. Und leider Gottes ist bei 1,96 Meter auch Schluss und bis dahin ist die Bahn dann limitiert. Ja, kommen wir zur Fahrt. Wie gesagt, nach dem Einsteigen, man hat sein Gepäck auf Seite geparkt, Over-the-Shoulder-Lap-Bar ist unten, Gurt ist drin, alles ist kontrolliert. Geht das Licht aus, es gibt Soundeffekte, es gibt Lichteffekte, Stroboskop und wir werden aus der Station rausgelauncht. Das Ganze ist also erstmal eine Katapultachterbahn mit einem Reibrad-Lounge, nicht wie man ihn im gleichen Park bei Juwelen zum Beispiel hat, wo die Räder quasi so angeordnet sind, man so da drüber fährt, man fährt nicht, aber um das zu verstehen, sondern die Reibräder laufen ineinander, wie ihr das von mir aus beim Lift von Colorado Adventure kennt. Vielleicht ist das so das prominenteste Beispiel, was mir gerade einfällt. Es ist kein Lounge, aber so funktionieren die Räder. Und ja, man wird reingeschossen ins Dunkle und hat einen kleinen Mini-Achterbahn-Part im Dunkeln. Es gibt noch mal eine Stelle, die etwas schneller durchfahren wird. Da gibt es noch ein rotes Turbolicht und dann geht es auch schon nach draußen zum Lift. Und das Ganze ist ebenfalls ein Reibradlift, der dann den Zug nach oben befördert aus dem Tempel raus. Ganz oben angekommen gibt es den First Drop, der in einer Linkskurve nach unten fällt, direkt in einen Tunnel rein. Der Tunnel ist nicht nur nebelgefüllt, sondern inzwischen auch komplett zugewuchert, zugewachsen, was ziemlich cool und ja einfach immersiv dschungelmäßig aussieht. Und durch den Tunnel durch geht es dann hoch hinaus in einer großen Kurve und wir fahren quasi wieder zurück in die Ausgangsrichtung, aber vorbei an so einem Brücken, Tunnel, Überweg für Fußgänger. Also man kann sich so positionieren, dass der Zug auf einen zufährt. Das Ganze führt uns quasi in eine riesige, langgezogene Aufwärtshelix und daraufhin folgt ein gigantischer Airtime-Hügel mit Floating Airtime zurück quasi Richtung Tempel wieder am Lift vorbei. Und daraufhin folgt nochmal so ein Twisted Airtime Hill, der noch mal so ein bisschen weiter wegfährt, um dann linksrum hinter dem Tempel zu verschwinden. Quasi geht es in den Backstage-Bereich. Da fahren wir noch mal in einen Tunnel, bei dem auch noch mal so ein kleiner Bump mit drin ist. Der Tunnel war früher auf jeden Fall mal nebelgefüllt. Bei unserer Fahrt war dieser nicht nebelgefüllt. Aus dem Tunnel raus geht es auch direkt oben links rum über die Tempelanlage, wo die Station sich drin befindet, wieder zurück. Da natürlich ganz cool, in so einer Linkskurve über das Gebäude fährst du halt einfach mit dem Rücken super close daran. Das ist halt, das kann man bei Inverted Coastern, wenn die um Gebäude fahren, kann man da immer ziemlich coole Effekte mit erzeugen, so ein bisschen Near-Miss-mäßig. Immersiv. Das finde ich schon mal ganz nice. Das ist da auf jeden Fall gut gemacht. Daraufhin folgt dann so, ja, ich will es nicht S-Kurve nennen, aber so ein kleiner Part schon ein bisschen. Man fährt auf jeden Fall nicht gerade, aber muss irgendwie erstmal wieder wegfahren aus dem Ganzen und man macht einfach keine geraden, stumpfen
Streckenabschnitte mehr bei Achterbahnen. Und man fährt dann in eine 180 Grad Linkskurve und dann geht es zurück wieder, aber in eine super enge Aufwärtshelix, also nochmal schön die G-Kräfte irgendwie reindrücken und diese endet dann im Breakrun. Und der Breakrun rollt dann wieder entspannt Richtung Tempelanlage, da geht es dann auch rein und in der Tempelanlage mit einer 90 Grad Kurve geht es dann zurück in die bzw. Entladeposition der Bahn. Ja, also für mich coole, spannende Bahn, die echt Bock macht und wirklich ja, ein grandioser Family Coaster ist. Und das soll er sein und das ist er einfach auch. Das ist, wie ich finde, was auch wichtig ist, dass Familienachterbahnen, wo halt auch die Kids mitfahren, dass die trotz allem eine gewisse Größe haben, eine gewisse Story, eine gewisse Fahrdynamik. Und das ist bei Dragon Con gegeben, meiner Meinung nach. Ich habe im Vorfeld super viel gehört, dass das Fahrverhalten nicht so gut sein soll und auch in den Kommentaren, nachdem die Videos dann online waren. Bei uns waren die Fahreigenschaften super. Wir sind, wie gesagt, auch nur die eine Runde in der ersten Reihe gefahren. Wenn die erste Reihe immer gut ist und wir den besseren Zug erwischt haben vielleicht, dann ist das natürlich auch ein Grund, aber es war halt einfach nicht möglich, jetzt alle Plätze und Züge durchzutesten. Also wie gesagt, waren für uns die Fahreigenschaften vollkommen in Ordnung und echt gut. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie es eventuell bei euch gewesen ist. Dafür ist die Kommentarsektion natürlich da. Und ja, Suspended Coaster, so schön das Ganze auch ist, du hast halt eigentlich nur in der ersten Reihe eine coole Sicht und alles andere ist so ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz eine Bahn, die mich komplett überzeugt hat, die mir echt sehr gut gefällt und wir auch viel zu spät nach dem Opening erst gefahren sind, aber man kann auch nicht immer und überall gleichzeitig sein. Aber wo wir alle immer wieder sind, ist jeden Tag um 18 Uhr hier auf dem Radio YouTube-Kanal zum neuen Video und da sehen wir uns morgen, nachdem ihr im Shop vorbeigefahren seid oder geklickt oder gesurft oder wie auch immer.